Okay, pass auf. Mein Plan für den Start heute war, und das schiebe ich jetzt schon eigentlich 1, 2 Wochen vor mir her, das wollte ich eigentlich schon viel früher machen, aber da haben wir immer irgendwelche anderen Sachen gemacht, fette Kacke-Grinds, dann fette CS-Sessions gehabt. Ich wollte mir eigentlich schon mal längst zusammen mit euch 2 Videos von Styko angucken, der für Apex spielt. Ich denke, die allermeisten von euch kennen den, was ein YouTube-Kanal ist, den ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr super interessante Profispieler-Insights mal haben möchtet. Der macht sehr, sehr geile Videos. Und 2 Videos habe ich von ihm vorgeschlagen bekommen. Eins davon habe ich mir auch schon angeguckt und fand das so geil, dass ich dachte, das wäre eigentlich auch mal was ich euch gerne zeigen würde. Und zwar ist das Video How Much I Earned in 2023 as a Counter-Strike Pro. Weil wir haben ja schon oft über Twitter und so von so Summen erfahren, wie kriegst du deinen Sticker ins Major, hast du schon mal eine Viertelmillion sicher und so weiter. Und das fand ich mal ganz interessant, weil es wenige Profispieler geben, die ganz offen darüber reden. Ich weiß, dass es in Norwegen so ist, bei Rain. Ich hoffe, ich vertausche ihn jetzt nicht, aber ich glaube, es ist Rain. Da werden deine sämtlichen Jahreseinnahmen öffentlich preisgegeben am Ende des Jahres in so einer Art Handelsregister oder sowas. Das heißt, man konnte vorher schon immer gucken, was ein Rain im Jahr so verdient hat, aber wie sich das Ganze zusammengesetzt hat, im Detail hat noch keiner so richtig offen kommuniziert, zumindest nicht so, dass ich davon mitbekommen hätte. Und Stico hat hier ein komplettes Video zu dem Thema gemacht und das fand ich ganz geil. Und der macht jetzt sehr viel in die Richtung. Also es sind super interessante Videos für Leute wie uns, die halt so die Turniere verfolgen, um da mal so ein paar Insights zu bekommen, aber auch für vielleicht heranwachsende CS-Profispieler, die dann vielleicht in ihre ersten Verträge gehen und gar nicht so wissen, was sie da vielleicht bekommen könnten oder bekommen sollten. Fand ich super interessant. Das schauen wir uns heute mal an. Und ich denke, da ist für jeden was Interessantes dabei und jeder von euch wird mit ein paar neuen Insights aus dem Video rausgehen. Auf jeden Fall ein Kanal, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Da sind einige sehr, sehr geile Videos gekommen in der letzten Zeit. Let's talk about money. I wanted to make this video for a long time and I think it's the perfect opportunity to recap the whole 2023. I've been a professional player for almost a decade. When I started, we lived in dubious hotels and Airbnbs whenever we travel to a tournament. Salaries. Guck ich das mal an. And Faculty, Very Games gegen Team Faculty. Wer kennt Team Faculty noch von früher? Das war so, wo ich angefangen habe mit Trackmania damals. Da gab es auch ein Faculty-Team in Trackmania. Da waren so Leute wie Kajen oder Frostbeule, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Das war so, da dachte ich, Alter, wenn ich es mal irgendwann schaffe, richtig gut im Spiel zu werden, da will ich zu Faculty, weil das war so damals das Team, das deutsche Team, wo alle zu aufgesehen haben. Und guck mal, wie die früher hier gedaddelt haben auf LAN. Ich kenne auch alte Videos von Gob, wo der auch in irgendwelchen Turnhallen gedaddelt hat. Das ist nicht mal das Schlimmste, was ich gesehen habe. Aber schon crazy, wo der E-Sport in Counter-Strike auch hingekommen ist. Were rare and a lot of players had to work on the side to make a decent living. A lot of things changed in esports since then, and with gaining popularity, more money were invested into gaming. That changed the whole landscape of salaries, prize money and sponsorships. But by how much? I want to give an exclusive look into my earnings for 2023, which was my most successful but also most difficult year so far. I will also try to paint a fuller picture using freely available information about other players that I have been able to find on the internet during the research. If you're here only to see the numbers, here are the timestamps where you can skip into your desired chapter. Don't feel like you need to watch the whole video or any of it, but I think this is unique and rare content to be transparent about finances as a professional, so I can only recommend you make yourself comfortable and enjoy it. One important piece is going to be Rob's financial report for 2022. The article was published by hltv.org. Looking at insights at Rob's... Genau, ich glaube, Robs kommt auch aus Estland oder Lettland ist Robs, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber hier steht, Robs earned nearly 800.000 Euro in 2022. Weiß jetzt nicht, ich habe den Artikel jetzt nicht vor Augen, warum das öffentlich gemacht wurde, ob er darüber gesprochen hat oder ob das auch so ein Ding ist wie in Norwegen, dass das öffentlich gemacht werden muss oder so. Aber wir hören schon mal, Robs 800.000 im Kalenderjahr 2022. Company. We were able to get interesting numbers to help us understand how much best players get paid. Robs earned nearly 800,000 euro in 2022 according to a financial report. The amount transferred from outside the EU would cover most earnings from his time with American-based FaZe, including prize winnings, salary, payments, and the sticker money from the organization's appearance at PGL Antwerp Major.
It is going to be difficult to pinpoint how much of that is salary and sticker money, but according to esports earnings, teams that Robs was on in 2022 won around $1.8 million in total. We can now ballpark a bit and divide it by 7, as winnings are usually divided between 5 players, a coach and an organization. We don't know exact deal here, but this feels realistic that he gets around 14% of total winnings. That would make it around 250.000 US. Also im Jahr 2022 hat Robs fast eine Viertelmillion Euro an Prize Money gewonnen. Was haben die in dem Jahr mit FaZe geholt 2022? Was waren die größten Turniere, die da gewonnen haben? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, da, ne, also du gewinnst irgendwie ein Major oder irgendein großes Tournament und Stiko sagt, oh Gott, das ist ein sehr schlechter Pause-Screen gerade für ihn. Ich mache einmal, auch nicht besser? Das ist besser. Oh, ja. Wird durch 7 geteilt. Was weiß ich nicht, ob das Standard ist. Ich dachte immer, es wäre durch 6. Zumindest meine ich, dass es bei G2 der Fall war. Ne, dass die 5 Spieler und der Coach was bekommen. Aber ja, vielleicht ist das von Org zu Org unterschiedlich. Bin ich mir nicht sicher, aber 240k Prize Money. Die haben Kato gewonnen, Cologne, Major, EPL. Das haben die alles gewonnen? Alex Bond, Katowice, Cologne, das Major und die EPL? Ja gut, da kommt natürlich einiges zusammen. Also 240k reines Preisgeld schon in dem Jahr. Was schon 20k im Monat sind, das ist ordentlich. Akoda König hat einen Auszug. Im Jahr 2022 wurde der FaZe Clan der Gewinner der Intel Extreme Masters 16, Katowice, der Pro League 15, Major Antwerpen und Intel Extreme Masters 17 Cologne. Und IEM Rio. Ja, okay, da kam einiges zusammen. Das war ein sehr gutes Jahr für FaZe. Going by that, Rob's yearly salary and sticker money from Antwerp Major amassed around 560.000 Euro. This is all the... Okay, so dann hat er gesagt, so pass auf, wenn das die reinen Prize-Winnings sind, bedeutet das das Geld, was er ansonsten verdient hat, durch seine Salary, also seinen monatlichen Lohn von der Org und die Stickers by sind that, damit... Rob's yearly salary and sticker money from Antwerp Major amassed around 560. Also nochmal 550k on top durch seinen Lohn, den er durch seine Org bekommt und die Stickers. Was natürlich der größere Brocken ist im Vergleich zum Prize Money. Euro. This is all the information that we can assume within reasonable accuracy, but if we would like to play around and go into the territory of speculation, we can use this little insight he shared in an Estonian interview in 2022. Have a listen yourself. Kuidas siis ikkagi CSGO mängija oma raha saab? CS-is on ikkagi kuupõhine tasu põhimõtteliselt, see palk on ikkagi väga suur, mis mängijatel on. Das war geil, dass er selber so loslachen muss. Ja, das ist recht viel bei CS da, ne? Tasu põhimõtteliselt. Er haut so ganz trocken raus. See palk on ikkagi väga Man crackt da so ab. mis mängijatel on. Ma tahtsin öelda, et see on selles mõttes suur, et auhinnarahad nagu väga ei mängigi rolli, et kui sa võidad mingi Majori, siis see on niisugune mõnus boonus, vaata. Aber gehört? Er sagt einfach, ja, die Salary ist so hoch, wenn man Major gewinnt, ist zwar ganz nett, aber eigentlich ist das dann nur so ein bisschen Pocket Change noch on top. Also ist ein kleiner Bonus, wenn man halt so ein Major gewinnt und da steht dann 400, 500k fürs Gewinnerteam. Ist ein netter kleiner Bonus. Ja, Major oli praegu pool milli. Viimasel ajal on jah, palgad on nii suureks, et kui sa võidad mingi turniiri, siis see on niisugune mõnus boonus, aga noh. Ühesõnaga, vend sai praegu $80,000 ja see on niisugune hea boonus. Jumal suva. See on niisugune hea boonus mulle. Ostan uue mingi videokaardi võib-olla selle. Mida siin toimub seda? So if 250,000 in 2022 is just a nice bonus for him, we can assume his yearly salary might be just as much or even more. While this is insane amount of money, he isn't even highest paid player. At the same time, it seems... Ja, überleg mal. Also Robs ist schon, also ich denke mal, Robs ist schon einer der Spieler, die schon, wenn du dir die ganze Pro-Landschaft anguckst, bei FaZe wahrscheinlich schon sehr viel verdienen, aber wahrscheinlich nicht einer der Top 5 und Top 10 vielleicht auch nicht. Aber ja, wenn er 250k Prize Money im Jahr erhält und sagt, das ist nicht so ausschlaggebend, dann wird er wahrscheinlich auch schon mal so mindestens seine 20k im Monat durch FaZe bekommen. Reine Salary.
Das ist natürlich ordentlich. Fully deserved. He is one of the most skilled players the game has ever seen. Ja. And at the age of 23 is already recognized as one of the most decorated riflers while being 23 ist Robs erst? Holy shit. That kind of performance and dedication deserves a recognition. Another player which shared some of his earnings in the past is Esatak, who was part of infamous Colossus lineup in Cloud9. While other organizations try to keep contracts as confidential as possible, Cloud9 decided to be transparent, and as they signed players into the team, they announced what is their contract worth. That received a mixed feedback, and most of it was really a backlash. Ja. Ja, weiß nicht, ob das so geil ist, dass Cloud9 sagt, wir machen das öffentlich, was wir unseren Spielern zahlen, so. Weiß nicht, das hilft wahrscheinlich anderen Profispielern, aber ich denke mal, die Spieler werden dadurch auch mehr von deren Fans geflamed, wenn die wissen, okay, hier Attack kriegt 20.000 im Monat Salary und performt dann nicht, macht 5 Eier und dann kommen die ganzen Kids, die sagen, du Bastard verdienst 20.000 und legst da 5 Eier gegen, weiß nicht, gegen Navi. War Attack vorher bei Flipside oder so? Irgendwie dachte ich so, Attack, wer war das denn nochmal? Da habe ich irgendwie an Flipside gedacht. War der da mal? Wo war der denn vorher, vor Cloud9? Players were under pressure to perform because literally every fan knew what they are paid, and they connect that financial gain to their performance. Later on, Esatak revealed on Danish podcast that during his 3-year contract, he was supposed to earn $1.4 million in salary only. That amounts to roughly 39,000 USD per month. It's a lot of money, and that comes with hidden responsibility that might not be that obvious in the first place. Ja, boah, 35.000 hast du fix. Das hast du garantiert für 3 Jahre. Ja gut, du musst schon irgendwie performen. Wahrscheinlich haben die auch Klauseln, wenn du halt total abdriftest und gar nichts mehr bringst, dann ändert sich das vielleicht, wenn du gebencht wirst. Aber wenn du weißt, du kriegst 35.000 im Monat nur fürs Daddeln und alles, was du dann noch an Prize Money on top bekommst, ist Bonus, das ist natürlich schon fett. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich wie auch bei Profisportlern, wie bei Fußballern oder so. Da kommt natürlich auch sehr viel Druck mit einher. Das ist ja nicht so, okay, geil, 35.000 und ich daddel jetzt so rein, wie wir Matchmaking reindaddeln. Du musst performen. Auch wenn du keinen Bock auf das Game hast, musst du dann deine Stunden da reinkloppen, um zu trainieren. Deathmatch, irgendwelche Smokes angucken. Also ich sag's ganz ehrlich, ich würde kein Pro-Spieler sein wollen. Allein schon, wie viel die hin und her reisen, wie wenig die zu Hause sind. Das ist vielleicht die ersten 1-2 Jahre geil, aber ich glaube, danach wird zur Last. Und ich glaube, bei Swanny ging es ja auch in die Richtung, das ist halt nicht entspannt. Du verdienst zwar ein Schweinegeld, aber was heißt Sacrifice auf Deutsch? Das ist halt dann dein Leben. So, du hast nicht mal 1-2 Wochen chillig am Stück zu Hause. Ja genau, du opferst sehr viel dafür. Du opferst extrem viel dafür und hast einen Lebensstil, der extrem anstrengend und stressig ist und du hast sehr, sehr viel Druck auf dir lassen. Also ich würd, glaube ich, nicht Pro-Spieler sein wollen. Da muss man auch aus dem richtigen Holz für geschnitzt sein, glaube ich. Let me share a quote from the interview. If there are such huge salary differences in the team, it may well create some discord. I felt that if I get paid so much more than someone else, I have to work twice as much. Some of the teams and players who were born with a silver spoon in their mouths don't understand this. They don't understand that there can be discord if you get paid so much more and then you don't work at all. I understand this. Stimmt, da habe ich auch nicht dran gedacht. Also wenn Cloud9 Public für alle macht, wie viel wer verdient und du hast einen anderen Spieler in deinem Team, der 40% mehr oder 40% weniger bekommt, aber ihr macht dieselbe Arbeit so mehr oder weniger, ja, ist wahrscheinlich nicht so ein schlauer Move. Wenn ich jetzt irgendwie mehr, keine Ahnung, Team Schweinem ist jetzt Full Pro und Röder kriegt 40% mehr als ich. Und der ist dann im Klatsch und fängt da an, No-Scope zu verteilen die ganze Zeit. Wäre ich wahrscheinlich auch Tilt. Also weiß ich nicht, ob das so ein geiler Move war von Cloud9. Dankeschön, Sleepless. This video might make me a target, and I contemplated if I should even release it, but in the end, I feel like it's an important topic that gets ignored a lot of the times. The point of the video is not to flex or anything like that. I'm far from being on the best payroll in the esport, but I'm making decent living out of it for many years, and I see how the trend of prize money, endorsements and salaries
move during my career. For half a year, Wie I'm alt ist trying to Stico establish eigentlich? this channel Die to be 30? transparent glass into the world of esports, professional gaming and Counter-Strike itself. But the topic of money is often just hushed away into kind of taboo talk, and honestly, I feel like there is huge misunderstanding of how money works in gaming. Some people that I talk to are surprised that we are even making money at all, and some people that I talk to are surprised we're not making millions every year. Quick note, if you're liking this type of content, I would be honored if you consider subscribing. Really helps my channel and most. Ja, macht das. Also der macht so geile Videos und ich glaube, da wird noch vieles kommen. Also ich glaube, wir werden in Zukunft viele Videos angucken. Gerade wird gefragt, wie ist die Salary bei Team Schweine-Aim? Ja, wir zahlen in, ja, bei uns läuft die Zahlung anders. Also es gibt Dr. Pepper, so viel man haben will, Schweine-M-Pads, es gibt Sammelkarten für Fibu, es gibt Controller, Schweine-M-Racing-Controller. Hier und da werden auch mal ein paar Dartscheiben-Setups dann verschenkt an Fibu, Röder und so. Ne, aber wir sind noch nicht so groß, dass da tatsächliche, also wir sind noch nicht bei den Preisgeldern, von denen wir hier springen. Mal ein 20er Nugget für einen Top-Fragger, klar. Ja, muss man halt wissen, was einem wichtiger ist, ne? Dankeschön, Dunshit. Most importantly, helps me reach bigger audience so I can help even more people, which is ultimately goal of this channel. Let's get back to talk about sources of income. I will sort 2023 by 3 main sources of income: monthly salary, prize money, and other, which include earnings from sticker money of the last CSGO major, social media, YouTube, Twitch, and personal sponsorships. The reason why I bundle it up like this will become obvious to you later in the video. Now, you're probably wondering, how the hell am I going to leak all these numbers since they're confidential? Well, thanks to my organization, Apex, who let me share estimates from my contract when it comes to monthly salary and also my share from tournament winnings. Da einmal Ehre raus an Apex, dass die da sagen, ja komm, mach. Wir vertrauen dir so weit, dass du über deinen Vertrag sprechen kannst. Ich glaube, das hätte auch nicht jede Org gemacht. Aber Ehre an Apex. Dank denen das Video überhaupt so gemacht werden konnte. Sonst hätte das gar nicht machen können. Dankeschön, X-Medics. By the way, this contract is no longer relevant. The contract ran out at the end of 2023, so by the time you're watching this video, I am already on new 2024 contract and my salary is different. And yes, it's less than the one I had. So clearly, ropes and S-Attack salary is solid and I am nowhere near that. So for me, prize money is actually somewhat important part of the yearly income, even though we didn't participate in all the biggest events full of partner teams, but I think we did decent enough job with a lot of online tournaments and obviously the top 4 finish at the major. When it comes to other, I don't mind sharing those at all, so I will tell you how much this channel made and also my Twitch channel together with a couple of partnerships throughout the year. Big talking point are going to be sticker money. So if you don't know, if you qualify to a major tournament, you get your very own signature into the game in form of sticker, which you can apply on a weapon. Anyone can buy this and you will receive a small percentage from each sale. 100% of this income belongs to the actual players at the major. No one else takes the cut. There are also team stickers which are paid out to the organization that these players represent at the major, and depending on the contract, players get certain percentage of that revenue share as well. But here is the catch. When you qualify to the major and you send your own signature to Valve for approval, you sign a document saying that the sales data they provide you are strictly confidential. That is why I'm not going to share any specific numbers, but it's been already leaked numerous times via credible sources like Talking Counter podcast that this major outperformed any other CSGO major when it comes to sticker money. Die reden vom, das letzte war dann Paris Major, ne? Also das letzte CSGO Major mit den Glitzer-Stickern da. Da habe ich auch ein paar von gekauft. Ich glaube, da habe ich auch eine ganze Story-Tune mit voll gemacht. Revenue, and it was by a huge margin. This can be explained because it was the last CSGO major and the hype around CS2 release helped attract a lot of fans. As a matter of fact, the majority of my income this year wasn't from contract deals, but rather tournament winnings and sticker revenue share. So that feels kind of deserved and hopefully makes me qualified enough to talk about how this year went. We're going to talk about the yearly income of my company, and all these details are easy to find in most of the European countries as far as I know. In Slovakia, we will use Finstat for reference, which is
like a database of every single company in the country and lets you see information such as income, profit, debt, taxes, and many more. Let's get into actual numbers. The total income for this year in my company is 461,253 euro. My salary for 2023 was 150,000 euro, which is Okay, also das ist der Lohn, den er von Apex bekommt. 150k im Jahr sind im Monat, was sind das? 12k, 13k oder sowas? Also ein Drittel von dem, was jetzt so Robs oder Assetech hatten. Aber 461k im Jahr Total Earnings ist natürlich auch sehr, sehr fett. 500.000 in einem Jahr. 12,500 euro per month. This is base salary, and for transparency, I have a couple of ways to increase that through incentives and performance bonus. But for the video, we keep base salary as a benchmark. Prize money for 2023 is a bit scuffed as I was benched mid-September, but until that point, we won a total of 185,000 euro. We divided prize money in my team in 50-50 split between Apex and the rest of the players plus coach. This is what is negotiated in the contract. Some teams have different numbers. Biggest teams in the world might even take full 100% of prize money, but this is what we work with in Apex. My share is there. Da würde mich mal interessieren, ob das bei den großen Orgs auch so ist, dass die Org 50% von dem Prize Money bekommt. Ich meine, in CS ist es nochmal anders. In Trackmania bekommen die Spieler das, weil das ist halt Pipi-Furz, was die Trackmania Pro-Spieler da an Prize Earnings bekommen. Also da zieht sich, soweit ich weiß, ein Big oder irgendwelche anderen Orgs von den 5.000 nicht die 50% raus. Aber so, also erster Gedanke, dass 50% an die Org gehen und von den anderen 50% wird es nochmal durch 6 geteilt. Schon nicht wenig, oder? Was da an die Org geht. Ich meine, klar, die müssen halt auch irgendwie Geld machen, aber die machen ja auch massiv Geld dafür, dass die Profispieler mit ihren Gesichtern für diese ganzen Brand-Deals dann dastehen und so. Aber 50, würde mich mal interessieren, wie das bei den Top-Teams ist, wie viel und ob die Spieler da auch so viel an die Org abdrücken. For 7.14%, and that makes it 13,500 euro in winnings for this year. Slowly, we're shaping the pie chart of income in 2023. Ja, da bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Was hat er gesagt? 180k Prize Money haben die in dem Jahr gemacht. Davon kriegt er einen Kuchen von 13,5. Es geht schon gut was weg. We are piecing the information without leaking any harmful stuff, I hope. For others, we said we are including all my partners, sponsors, personal deals, Twitch, YouTube, and also sticker money. This YouTube channel made 750 euro this year. I don't have any major sponsors for this content I create. And as you can see, even this complex video is without any annoying ads. My income from Twitch comes purely from 145 subscribers. I also don't run any ads on my channel. Right now, I wasn't actively streaming for majority of the year, so it makes sense this number is maybe lower than what other pro players with thousands of viewers can get. And I also had a couple of personal deals, which were some promotional appearances at events, podcasts, and some posts on social media. To honor the contracts here, I will not mention exact numbers as I did not get permission to share them publicly. Last piece of the puzzle are stickers. I can't go into the details as we mentioned due to keeping things confidential as Valve requires. And of course, I don't want to get into trouble with Valve, so I will not be disclosing these figures exactly. That is the reason I am including sticker money revenue into this bundle, but not revealing what part of it is actually from stickers. I'm also not disclosing what percentage Apex paid me from team sticker revenue. So in the end, category other made me around 270,000 euro. Okay, also fast 65% seiner Einnahmen sind... Also ich denke, du kannst gut und gerne mal sagen, dass so 60% wahrscheinlich das Sticker Money ist, weil wenn ihr 750 Euro im Jahr durch YouTube gemacht habt, streamt kaum 150 Subs. Das wird nicht, ja gut, vielleicht da die Social Media Deals haben noch ein bisschen was gemacht, aber der hat locker mal, denke ich mal, 250k durch die Sticker gemacht. The earnings should be taken with a grain of salt, not only because we witnessed huge outlier in terms of sticker money thanks to last CSGO Major, but also to the fact the salaries are incredibly volatile between teams.
The variability between the income of teams is very important to state because it can create a misconception that everyone makes a lot of money. The popularity of esports grows each year. It becomes more mainstream. Kids actually commit into gaming in hopes of being professionals one day. Hell, we are even going into a direction where parents force their kids to play at an early age in order to get a head start and hopefully create a career as young as possible. Ja, also ich habe von Armin auch schon gehört, sobald der dann seinen ersten Sohnemann auf die Welt bringt, sobald der eine Maus festhalten kann, ist der auf dem Deathmatch. Donk hat auch mit 5 Jahren angefangen, mit 4 oder 5 Jahren. Ich weiß nicht, ob der von den Eltern dazu gedrängt wurde, ob er Bock drauf hatte, aber der ist jetzt gerade 17 Jahre alt geworden, hat komplett die Katowice auseinandergenommen. Ja. All this work is remarkable, I admit, but at what cost? Do these parents even know how profitable this career might be? Well, we have to draw a line between top 20 players in the world who are getting sometimes 5 times the salary of a team that is top 30 in the world. These pay gaps exist and can be so deep that they may make an esport career not worth pursuing in the first place. Salaries are extremely dependent on the rankings of teams. Naturally, teams highest in the ranking are going to make much more money, but by how much? Well, from my experience, the more successful you are, the growth is exponential, just as in any other field. I'm not going to be able to average salaries here due to loads of factors such as where organization is based, what players they sign, what are their goals or what region they come from. What I can do, however, is show you this exponential curve that I can try to estimate how it looks on salary to rank scale. The time also plays a huge factor here. In last years, everything that is connected to esports growing rapidly. You can see it yourself in the prize money we're fighting for at the tournaments or even. War schon krass, ne? Du bist ein Top 40 CS-Team der Welt. Und der estimated, dass du dann im Monat so mit einem monatlichen Einkommen von $2000 rechnen kannst, was vielleicht 1800 € sind. Aber überleg mal, wie krank ein Team ist, was Top 40 der Welt eigentlich ist. Also wie insane die Spieler da sind. Even viewership at your favorite streamer channel. This naturally led into more professional approach that was pioneered mainly thanks to Astralis in 2018, as they were simply unstoppable, winning 3 major titles. As time went by, more and more was expected from us, players, and we had to adjust our whole lifestyle to not being just gamers anymore. We had to be somewhat of an athlete. Taking care of routines, nutrition, exercise, mental preparation, an absurd amount of travel had to be rewarded, and in some capacity, salaries were main tool to do so. Back when I started in 2015, I signed my first contract for measly $500 monthly, and I thought I was on top of the world. This all changed quickly and the whole industry had to catch up. To give you a transparent context, 2023 was my most successful year when it comes to earnings. Despite that, when you look at my prize winnings, it isn't that great. Compare it to year 2018, for example, when we went on to a spree of many deep runs with mouse sports and winning 3 tournaments as well. That shows that despite me making around 100,000 USD less in prize money, I made much more through salary, but most importantly, sticker money from last. Ja, seht ihr mal, also wie krank dieses Sticker-Money eigentlich ein Faktor ist. Dankeschön, Lettis, für den Resub. Also deswegen ist das für so viele Spieler halt, wenn du es nur schaffst, aus dem Major zu kommen, ist das schon so GG. Was danach passiert, ist dann halt wirklich irgendwie ein Bonus, wenn du weißt, du bist keins der Teams, die Top 3 machen. Aber überhaupt diesen Sprung auf den Major zu schaffen, ist so wichtig für eine Org, die nochmal sehr viel mehr Geld dafür bekommt, als die einzelnen Spieler durch ihre verkauften Teamsticker. Aber auch für die Spieler. Das ist für beide Parteien halt so fucking huge und wichtig in CS. Dieses Sticker-Money ist halt echt insane. Und das geht ja auch eigentlich nur so krass, weil die Leute nicht für sich selbst, für ihren Eigenbedarf mal 4, 5 Sticker haben wollen, sondern weil da Multimillionen an Euros reingesteckt werden, weil Leute die Sticker halt als Investment einfach kaufen. Wenn es diese Kultur nicht gäbe von neuer Major-Sticker ist raus, gefühlt jeder ballert da mindestens mal 100 € rein und lässt die Scheiße reifen, dann wäre das ja auch gar nicht so krank. Major. And God knows what will happen when esports becomes truly mainstream. Like, I mean, actually on the TV, when everyone will treat these players as worldwide superstars. Maybe you will look at this video in 2 years and you'll scoff at the figures I shared today, which honestly would make me happy because that would mean that esports, as we know, is heading into, hopefully,
right direction. This video was never going to be about spending, and therefore you have to understand the full picture here. I still have to pay a tax, I still have to pay a 10% monthly fee for my agency who represent me in all the negotiations and legal stuff. I still have to pay editors for content like this one, and I still have my expenses tied to my company that take away a percentage, which isn't negligible. If you're somewhat interested in me going over my expenses as well, let me know. I will gladly dive into that topic, and I will be even more transparent there because my spendings aren't tied to any NDA or contract, unlike my earnings. In the meantime, I hope you found this video helpful or interesting. It is somewhat new that maybe you don't see too often, and feel free to hang around on my channel. You will find a lot of cool videos that explain how it is to be a professional gamer. Bye bye. Jo, was sagt er? Ich fand das sehr, sehr geil, das Video. Auch wie er das alles dargestellt und gezeigt hat. Also auch Hut ab an den Editor, der das alles da mit Grafiken hinterlegt hat. Das fand ich sehr geil, das wollte ich euch mal zeigen, um auch mal, weil wahrscheinlich viele gar nicht wissen, wie das so hinter den Kulissen läuft und wie insane krass eigentlich dieses Sticker-Money ist. Also da ich ja selbst Twitch und YouTube mache, kann ich relativ confident sagen, wenn der sagt, Other Earnings sind 300.000, dass da, und so riesig ist sein Social Media auch nicht, dass ich schon glaube, dass der bestimmt eine Viertelmillion durch Sticker-Money alleine gemacht hat und dass er schon gut über 50% seiner Total Earnings macht. Das ist schon huge. Und da hat er am Ende ja gesagt, er wird mal, wenn Leute Bock drauf haben, auch darüber reden, was seine Earnings sind. Und das hat er gemacht. Vor 3 Wochen kam das Video. Das können wir uns auch noch angucken. Und da hat er gesagt, wie er 500.000 in 2023 ausgegeben hat. Das hat sehr viel weniger Aufrufe als das Video, wo er über seine Earnings geredet hat. Das hat 150.000. Das hat bislang nur 10.000 Aufrufe. Aber wenn ihr Bock habt, schauen wir uns das auch noch an.